Servus und herzlich willkommen. Heute mache ich mit euch einen gefüllten Schweinebauch. Das ist eine bayerische Spezialität, da hat man die Beilage gleich mit dem Fleisch. Ja, und wenn es euch interessiert, dann schaut mir doch jetzt zu. Gefüllter Schweinebauch, den mache ich heute mit euch. Dafür brauchen wir einen Schweinebauch. Ich habe jetzt ein Stück, das ist ungefähr 1 Kilo. Das Wichtigste an dem Schweinebauch ist natürlich die Füllung und dafür brauchen wir Semmeln oder Brötchen, ein bisschen Milch, 2 Eier, Petersilie. Dann später für den Braten brauchen wir Knoblauch, Zwiebeln, eine Karotte und Gewürze brauchen wir hier Salz, Kümmel und Muskatnuss und natürlich etwas Pfeffer. Als erstes bereite ich jetzt die Füllung. Dafür schneide ich natürlich die Semmeln erstmal in große Würfel. Ja, ungefähr diese Größe. Ihr könnt auch Scheiben nehmen, aber ich schneide mal lieber Würfel. So, das machen wir jetzt mit allen. Und dann kommen die anderen Zutaten dazu, denn die Fülle muss ja auch etwas durchziehen. Das Brot ist geschnitten. Jetzt würze ich erstmal mit etwas Salz, Pfeffer und etwas von der frischen Muskatnuss. Dann gebe ich auch schon etwas Milch hinzu. Die muss nicht warm sein, die Milch, denn ich habe hier frisches Brot. Das saugt sehr gut. Danach die 2 Eier. Und natürlich die Petersilie. Das Ganze wird jetzt durchgemischt und zwar schön locker. Und das Brot am besten nicht pressen, sondern wirklich ganz locker durchmengen. Und dann lassen wir es etwas stehen, bis sich alles eingesaugt hat. Und dann kann man damit unseren Schweinebauch schön damit füllen. So, das stellen wir jetzt beiseite und dann kümmern wir uns ums Fleisch. Jetzt kommen wir zum Schweinebauch. Da müssen wir ein bisschen schauen. Das Fleisch läuft so, das heißt, wir schneiden hier am dicken Ende ein und lassen das dünne Ende einfach frei. Das tun wir uns dann später ein bisschen leichter. Und zwar schneide ich jetzt hier am dicken Ende eine kleine Tasche hinein. Dazu braucht man natürlich ein scharfes Messer und ein bisschen ein Fingerspitzengefühl, denn das Fleisch sollte nicht durchgeschnitten werden. So, ungefähr so eine Tasche. Und da können wir jetzt füllen mit unserem Kloßteig. Bevor ich den jetzt natürlich fülle, wenn ich hier schon offen habe, tue ich erst bei etwas salzen. So. Und auch etwas pfeffern. Das ist ein bisschen schwierig. So geht es ruckzuck, jawohl. Und dann brauchen wir unseren Teig. Der hat schön durchgesaugt, wie man sieht. Ich habe ihn gar nicht gepresst. Der ist ganz locker. Und der kommt jetzt in diese Tasche hinein. So, etwas reindrücken, damit es auch da drin schön verteilt ist. So, das schaut gut aus.
Und dann machen wir diese Tasche zu, indem man jetzt hier entweder Zahnstocher durchmacht oder ich habe hier so eine Nadel und ich nähe das jetzt einfach zu. So, einfach einfädeln. Das ist eine riesengroße Nadel. Kostet nicht viel, gibt es eigentlich überall. Kostet vielleicht 2-3 Euro. Und damit nähe ich jetzt hier unsere Öffnung einfach zu. Und binde es einfach zusammen, damit es hält. Und das mache ich jetzt. Und dann hole ich euch wieder zurück, weil das dauert eine Weile. Und so lang möchte ich euch jetzt das nicht zumuten, dass ihr das anschauen müsst. So, Fleisch ist vernäht. Gebe ich jetzt hier in meine Bratenreine und würze das nochmal mit Salz und Pfeffer. Und dann kommt es auch schon in den Ofen bei 180 Grad ungefähr erstmal 20 Minuten, damit es eine schöne Farbe kriegt. Noch schön mit Kümmel bestreuen und ab ins Rohr. Die Zwiebeln braucht man tatsächlich nur vierteln. Und ihr habt euch vielleicht vorhin gefragt, warum ich keine Zwiebeln in den Knödelteig gegeben habe. Ganz einfach, ich lasse die Zwiebeln später in meiner Soße drin. Die schmoren jetzt damit schön in der Soße mit und daran kriegen die einen super guten Geschmack. Die Karotte dient auch nur ein bisschen für den Geschmack. Die gebe ich auch einfach nur so dazu. Die kann man auch wunderbar dazu auch mitessen. Schmeckt hervorragend. Vom Knoblauch gebe ich hier 2 Zehen. Die gebe ich einfach so hinzu. Die kommen später wieder heraus. Dann nehmen wir mal unseren Braten heraus. Hat jetzt auch schon ein bisschen Farbe bekommen. Den drehen wir jetzt um. Oh, schaut gut aus. Jetzt brauchen wir ein scharfes Messer. Und dann schneide ich die Haut ganz vorsichtig ein. Das geht jetzt durch wie Butter, weil die Haut schön weich ist. Und dann gebe ich auch das Gemüse dazu. Hier an die Seite. Dann kann das hier unten noch etwas anrösten und dann bekommen wir nachher eine schöne Soße. Und zurück in den Ofen. So, nach circa 45 Minuten müssen wir das Ganze jetzt mal ablöschen. Man sieht, hier hat sich schon eine kleine Kruste gebildet, der Bratensatz. Und den lösche ich jetzt ab. Ihr könnt es mit Wasser machen. Bei mir gibt es natürlich einen Schluck Bier drüber. Und dann wandert das Ganze nochmal in den Ofen. So, dann schauen wir uns den Braten nochmal an, frisch aus dem Rohr. Man sieht schon, es hat Farbe bekommen, gibt eine tolle Soße. Ich gieße jetzt nochmal ein bisschen auf und dann kommt das Ganze nochmal in den Ofen. Den heize ich jetzt nochmal etwas höher, ungefähr auf 220 Grad. Und da lassen wir jetzt eine schöne Kruste bilden, denn eigentlich ist er dann fertig. So, der Schweinebauch ist fertig. Schaut ihn euch an. Schaut er nicht super aus? Schön knusprig. Oh, kann man das hören? Ja. So, und den schneiden wir jetzt an. So, da müssen wir ein bisschen aufpassen, da ist unsere Schnur. Aber ich würde sagen, ich schneide ihn jetzt einfach mal in der Mitte durch. Vorher probiere ich nochmal meine Soße.
Schmeckt auch sehr lecker. Und jetzt seid gespannt mit mir. Schön saftig, wie ihr sehen könnt. Den lasse ich mir jetzt schmecken. Und zwar mit Sauerkraut dazu. Das passt hervorragend. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Servus.